Für unser Motorradabenteuer in diesem Jahr wählten wir als Hauptziel die Vogesen aus. Dafür wollten wir aber nicht den direkten Weg fahren. Und so suchten wir uns weitere landschaftlich schöne und interessante Gegenden aus, die wir auf der Hin- und Rückreise in unsere Route einbauen konnten. Somit führte uns unsere Motorradreise nicht nur in die Vogesen, sondern auch in die Eifel, nach Luxemburg, den Schwarzwald, die Pfalz und an die Mosel. Auf unserer 9-tägigen Reise sind wir mehr als 2500 Kilometer gefahren und haben dabei in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachtet. Und was wir sonst noch alles auf dieser Reise gesehen und erlebt haben, das möchte ich euch in dieser dreiteiligen Serie zeigen. Bei unserer Motorradtour 2023 waren wir diesmal zu viert unterwegs. Die Lisa, der André, der Tim und ich. Früh am Morgen starteten wir in der Nähe von Menden und fuhren zunächst durch das Sauerland. Nach circa 1,5 Stunden machten wir unsere erste Rast. Na, und wie könnte es auch anders sein? Natürlich am Biggesee beim Biggegrill. Ein sehr beliebter Bikertreff. Am Wochenende ist hier bei gutem Wetter immer was los. Freitagvormittag war es dann doch etwas entspannter. Die Biggetalsperre gehört zu den größten Talsperren in Deutschland und ist mit dem Stauvolumen nach die zweitgrößte in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im Zentrum des Naturparks Ebbegebirge zwischen den Städten Attendorn im Norden und Olpe im Süden. Nach einer kurzen Pause, einem Kaffee und der obligatorischen Frikadelle ging es erstmal weiter. Ist die Welt noch in Ordnung, ne? Ja. Nicht idyllisch hier so, ne? Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river. Und ab und zu passierte es sogar in dieser ländlichen Gegend, dass wir auf den Straßen schwierige Entscheidungen treffen mussten. Wie sollten müsste jetzt in 1,5 Kilometern sein? Na dann, Weiter? weiter. Umdrehen können wir immer noch. Ansonsten fahren wir über den Acker. Ja. Okay. Oh, fire and water me, going down deep. Say oh, oh, bury me, carry me. Oh, oh, far beneath. Oh, oh, fire and water me, washing me clean. Kerosene Creek. Weiter ging es vorbei an Altenkirchen und Neustadt bis runter nach Bad Höningen an den Rhein. Um auf die andere Rheinseite zu kommen, nahmen wir dort die Fähre. Die Fähre über den Rhein kostet pro Person mit Motorrad 3,50 €. Nach einer kurzen Überfahrt ging es von hier aus weiter durch die Eifel.
Der erste Stopp war der Laacher See in der östlichen Vulkaneifel. Es ist übrigens der größte See in Rheinland-Pfalz und er entstand in der Caldera, also dem Krater des Laacher Vulkans. Der letzte Ausbruch war vor 13.077 Jahren. Das ist zwar schon lange her, aber wir fuhren lieber weiter. Wer weiß, wann das hier wieder losgeht. Weiter ging es nach Monreal, eine kleine Ortsgemeinde im Tal der Elz. Und wie ich finde, ein wirklich idyllisches Örtchen. Die alte Tuchmacherstadt mit ihren knapp 800 Einwohnern bietet nicht nur schön restaurierte Fachwerkbauten, sondern ist auch gleich von 2 Burgruinen umgeben. Die Löwenburg und die Philippsburg. Beide kann man durch einen kurzen Fußmarsch ganz gut erreichen. Der Name Monreal stammt übrigens aus dem 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit breiteten die ansässigen Grafen ihren Einflussbereich auf die kleine Siedlung aus. Und da es zu der Zeit in Mode war, alles ins Französische zu übersetzen, wurde aus Königsberg kurzerhand Mont-Royal und später Monreal. Verrückt, oder? Bevor es weiterging, gab es aber noch Kaffee und Kuchen im Café Altes Pfarrhaus. Auch sehr empfehlenswert sind dort die leckeren Flammkuchen, die übrigens nach den Mitarbeiterinnen benannt sind. Unser Ziel für diesen Tag war das kleine Örtchen Lichtenborn, kurz vor der Grenze zu Luxemburg. Unsere Unterkunft für diese Nacht war das Haus Weilberg, ein kleines B&B mit wenigen Zimmern und einer herzlichen Gastgeberin. Wenn man früh genug Bescheid sagt und es passt, kann man auch ein frisch zubereitetes Abendessen bekommen. Wir hatten das Glück und haben ein leckeres Abendessen bekommen, mit Nachschlag und Nachtisch. Das waren die besten Carbonara, die ich bislang gegessen habe. Nach dem Essen konnten wir den Abend gemütlich mit 1-2 Bierchen ausklingen lassen. Wir ließen den Tag Revue passieren und besprachen die Strecke für den nächsten Tag. Am nächsten Morgen wurden wir wieder mit Sonnenschein begrüßt. Bevor es aber losging, gab es eine kleine Schraubereinheit an Andres MT-07. Irgendwie hing die Kette von seinem Motorrad fast auf dem Boden. Naja, etwas übertrieben. Auf jeden Fall musste hier nachgebessert werden. Als alles wieder schick war, machten wir uns auf den Weg nach Luxemburg. Der erste Stopp ließ nicht lange auf sich warten. Ich hatte wieder eine Burg entdeckt und da mussten wir natürlich anhalten. Die Daasburg, direkt an der Grenze zu Luxemburg. Der kleine gleichnamige Ort wurde im Jahr 1222 erstmals urkundlich erwähnt. Die Burg soll allerdings um 850 entstanden sein und gilt als eine der ältesten Burgen in dieser Gegend. In Luxemburg wird dem Motorradfahrer einiges an Kurven und Fahrspaß geboten. Zum Beispiel das gute Dutzend knackiger Kehren über den knapp 10 Kilometer langen Donatussattel. Straßen im Top-Zustand und der eher wenige Verkehr lassen hier das Bikerherz höher schlagen. Folgende Tempolimits gibt es übrigens in Luxemburg. Innerorts 50, außerorts 90 und auf Autobahn 130 km/h. Man kann es aber auch ruhiger angehen lassen, damit man keinen Hotspot auf der Tour verpasst. Aber uns passiert das leider häufiger. Wie zum Beispiel hier, der Ort Eschsauer
unterhalb der ältesten Burg Luxemburgs. Westlich des Ortes liegt der Obersauer Stausee, welcher übrigens der größte See des Landes ist. Genutzt wird er hauptsächlich zur Trinkwasserversorgung und Elektrizitätsgewinnung. Die Fläche des Sees von 380 Hektar ist seit Anfang der 60er Jahre aber auch ein beliebtes Urlaubsziel und viel genutztes Freizeitgebiet. Und während wir weiter zum nächsten Spot cruisen, merken wir, dass wir mit Sicherheit nochmal nach Luxemburg kommen müssen. So weit weg ist es ja auch nicht. Die Burg Burscheid. Sie ist nicht nur das landesweit größte Bauwerk seiner Art, sondern auch eines der bedeutendsten Burgen zwischen Rhein und Maas. Sie wurde in 4 Etappen ausgebaut und 1430 mit der Errichtung der großen Anlage mit den zahlreichen Geschütztürmen abgeschlossen. Die Herren von Burscheid, die damals die Burg bewohnten, gehörten zu den einflussreichsten Familien in dieser Region. Sie waren nicht nur treue Lehnsleute des Herzogs von Luxemburg, sondern dienten auch als seine Berater und kämpften bei Auseinandersetzungen an seiner Seite. An die Stelle der Burscheider trat im Jahr 1626 die Familie von Metternich, ehe dann die Französische Revolution der Feudalherrschaft ein Ende setzte. Wir zogen weiter durch die Gemeinde Vianden und erreichten den Hauptort des Kantons. Na, wie heißt der wohl? Richtig, Vianden. Der Ort ist einer der wichtigsten Touristenorte Luxemburgs. Zahlreiche Restaurants und Cafés findet man hier in den Gassen des urigen Ortes. Und über der Stadt thront eine Burg. Und genau, die Burg Vianden. Sie wurde vom 11. bis 14. Jahrhundert erbaut und laut CNN gehört die Burg zu den 21 schönsten der Welt. All I want is you in front of me. I could have another, but you're always gonna be my home. Und wieder stellten wir fest, hätten wir uns doch auch mal angucken können. Es ist auch immer nicht so einfach, alles Sehenswerte auf der Tour anzuschauen, wenn die Reisezeit begrenzt ist. Es gibt einfach zu viele schöne Orte, die einen Besuch wert sind. Aber so kann man zumindest noch mal herkommen. Wir setzten unsere Reise fort, genossen noch die kurvigen Straßen und die schöne Natur und überquerten am Nachmittag die Mosel nach Deutschland. Unser Zielort war Merzig. Hier übernachteten wir in dem bei Bikern beliebten Holiday Inn Express. Wir ließen den Abend beim teuren Italiener ausklingen und freuten uns auf den nächsten. Dann geht es in die Vogesen.